Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein HP EliteBook und zwar ein 850G7 und wo ihr die Modellnummer finden könnt, zeige ich euch gleich. Aber zuallererst schauen wir einmal, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite, ziemlich klein geschrieben hier oben. Und da sehen wir die genaue Modellnummer, mit der ihr auch die Ersatzteile sehr einfach bei uns im Shop findet. Generell kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch ziemlich einfach ist. Man muss dafür nicht die ganze Einheit abschrauben, sondern nur den Frontrahmen abnehmen und ja, kann danach das Display tauschen. Anders sieht das bei der Tastatur aus. Da muss man wirklich alles aus dem Gehäuse rausnehmen, um an die Tastatur ranzukommen und diese dann zu tauschen. So, um das Gerät dann zu öffnen, muss man nur diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und die Besonderheit hier ist, dass die Schrauben an sich im Gehäuse bleiben. Das heißt, man schraubt die wirklich bloß lose und kann danach mit dem Öffnen beginnen. Ich habe dafür ein Universalwerkzeugset benutzt. Das sind die gängigsten Aufsätze und auch Schrauben mit dabei, sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Ja, und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher, und zwar einen PH0. Und beim Öffnen des Geräts muss man hier nur darauf achten, vorne sind keine Schrauben. Das Gerät ist da fest eingesteckt. Das heißt, wir fangen auf der Rückseite an, öffnen da das Gerät und können dann die Unterseite abziehen nach hinten hin. Und hier kann man ganz gut sehen, wo die Unterseite verbunden ist mit dem Gehäuse. Auch hier. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann versuche ich, die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Und hier könnt ihr mal die kleinen Ausbuchtungen sehen. Da wird der Deckel dann reingeschoben und hält davon allein, deswegen braucht es da auch keine Schrauben. Da muss man dann einfach beim Wiederverbinden drauf achten. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Den Stecker kann man super einfach lösen, einfach an der Seite greifen und mit ein bisschen hin und her wackeln dann rausziehen. Und ja, zur Not könnte man den auch hier am Kabel greifen. Gut, was sehen wir noch? Wir können hier drüben die SSD sehen. Der RAM befindet sich hier unter so einer kleinen Metallabdeckung. Hier sehen wir noch das LTE-Modul. Hier drüben das WLAN-Modul. Und dann sehen wir noch den Lüfter und den Heatsink, der jetzt hier die CPU kühlt.
Gut, um jetzt den Akku zu tauschen, muss man nur diese Schrauben hier lösen, die auch alle mit M2 auf dem Akku selber markiert sind. Und danach kann man den Akku auch einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Das lässt sich in dem Fall auch einzeln lösen. Dafür muss man nur diese Schrauben hier rausnehmen. Und dann noch die 3 Kabel, die man hier sieht, lösen. Die Kabel sind hier mit einem Kippstecker verbunden. Die kann man nicht einfach rausziehen. Dafür muss man erst den Stecker so nach oben klappen. Der gibt dann die Kabel frei und dann kann man die ohne Probleme rausmachen. Und beim Wiederverbinden gibt diese Linie hier an, wie weit das Kabel wieder im Stecker sitzen muss. Und das kann manchmal ein bisschen friemelig sein, geht aber einfacher, wenn man keine Kamera am Weg hat. Und wenn das Kabel sitzt, den Stecker wieder umklappen und dann ist das erledigt. So, hier sehen wir die SSD. Und um die auszutauschen, muss man nur diese Schraube hier lösen. Und danach kann man die SSD einfach ein bisschen nach oben hebeln und aus dem Stecker ziehen. Der Einbau ist genauso einfach. Man steckt die SSD wieder in den Slot, drückt sie leicht nach unten und dann kann man die wieder verschrauben. Um an den RAM zu kommen, muss man erstmal diese Metallabdeckung abnehmen. Die ist hier seitlich auch mit Klebeband nochmal fixiert. Die Metallabdeckung zieht man einfach nach oben hin ab und darunter ist dann der eigentliche RAM. Und ja, hier merken wir uns noch, wie rum die Metallplatte da drauf war. Und um den eigentlichen RAM jetzt zu tauschen, zieht man nur diese beiden Klammern hier ein bisschen nach außen. Dann kommt einem der RAM so ein bisschen entgegen und man kann den einfach rausziehen. Umgekehrt geht genauso einfach, in den Slot stecken und nach unten drücken, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Die Abdeckung steckt man einfach von oben wieder auf diese Clips hier drauf und dann kann man die einfach nach unten hin wieder fest drauf drücken. Hier sehen wir die Clips mal von nahem. Und ja, dann hat man das auch. Gut, den Lüfter zu tauschen ist hier zum Glück auch ziemlich einfach. Dafür muss man nur diese Schrauben hier lösen und auch noch die Kabel, die hier seitlich am Lüfter entlang laufen, aus der Führung herausnehmen, dass die nicht mit rausgerissen werden, wenn man den Lüfter an sich dann rausnimmt. Den Stecker hier können wir jetzt einfach mal abziehen, dann ist der aus dem Weg. Und dann muss man noch das Kabel, welches den Lüfter mit dem Mainboard verbindet, lösen. Das greift man am besten seitlich direkt am Stecker und nicht an den Kabeln. Und dann geht das mit ein bisschen Rütteln schnell raus. So, die Schrauben habe ich jetzt schon mal gelöst. Das heißt, wir können jetzt die Kabel aus der Führung herausnehmen und ja, danach den Lüfter vorsichtig aus dem Gehäuse rausnehmen. Beim Wiedereinbau muss man einfach ein bisschen geduldig sein. Am besten macht man das Kabel vom Lüfter selber erstmal unter die Leitungen, die am Lüfter entlang gehen. Dann ist das später einfacher. Und dann schiebt man den wieder auf seinen Platz und muss eben die Kabel einfach auch wieder in die Führung reinfummeln. Und da das ein bisschen dauert, mache ich das auch hier mal im Schnelldurchlauf. Und ja, auf jeden Fall nicht vergessen, das Lüfterkabel an sich wieder in den Stecker zu stecken und auch sonstige Stecker, die man gelöst hat, auch wieder an ihre Originalposition bringen. Am Ende wird er wieder verschraubt und ja, außer ein bisschen Geduld ist das eigentlich recht einfach. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, legt man den einfach wieder in das Gerät.
Der ist passgenau, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und dann kann man den wieder festschrauben und am Ende natürlich nicht vergessen, den Stecker wieder zu verbinden, was manchmal durchaus ein bisschen friemelig sein kann. Da auf jeden Fall achten, dass der richtig drin steckt, damit das Laptop dann auch wieder Strom bekommt. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt wie am Anfang erwähnt mit diesen kleinen Plastiknoppen hier erstmal wieder in das Gerät gesteckt. Das schiebt man da einfach ein bisschen drauf und dann kann man die von oben einfach zudrücken. Auch das knackt immer ein bisschen, aber das ist einfach, damit die Stellen wieder einrasten. Und da drückt man überall fest, auch in der Mitte. Und ja, ich gehe dann am Ende immer einmal noch um das Gerät herum, um zu schauen, dass da wirklich nirgendwo mehr eine Lücke ist. Dann muss man das nur noch verschrauben und ja, so schnell ging das. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.